Während einer traurigen und tragischen Beerdigung einer geliebten, tierliebenden Frau tauchte ihr Lieblingspferd auf, um ihr die letzte Ehre zu erweisen. Es sprang jedoch auf den Sarg zu. Was dann geschah, ist unglaublich. In Mexiko gab es eine Frau namens Teresa. Sie war wie jede normale Frau glücklich, gesund und zufrieden mit ihrem Leben. Sie liebte ihre Familie sehr. Sie war auf der Familienfarm aufgewachsen und als solche verehrte sie die Natur und die Tiere. Auf dem Hof züchtete die Familie Pferde. Teresas Vater hatte das Handwerk von seinen Eltern gelernt. So lag ihr die Liebe zu Pferden im Blut, so wie es Generationen ihrer Familie getan haben. Die Wahrheit war, dass Teresa eine Leidenschaft für Pferde hatte. Sie liebte alles an ihnen, wie kraftvoll, groß und imposant sie aussahen und wie sie trotz ihrer Größe unglaublich sanftmütige und anhängliche Tiere waren. Es war, als ob Teresa eine Vorliebe für Pferde hatte, die immer mehr wuchs und sich entwickelte. Mit der Zeit wurde sie schließlich die Hauptexpertin für Pferde auf dem Hof, eine Rolle, die sie natürlich und perfekt ausfüllte. Wenn es so etwas wie einen perfekten Job für Teresa gäbe, dann war es das. Obwohl sie ihr Lieblingspferd hatte, King, der größte Hengst auf dem Hof, der viel größer und stolzer als all die anderen Pferde war er nicht immer so gewesen. Als er geboren wurde, war jeder besorgt, dass King nicht überleben würde, da er mit Gesundheitsproblemen geboren wurde. Das bedeutete, dass viele Dinge, die für andere Pferde selbstverständlich waren, für ihn nicht einfach waren. Sein Zustand war nicht per se ein Todesurteil, aber das Leben würde hart für das arme Tier sein. Zum Glück war Teresa da, um King zu helfen. Sie hatte Mitleid mit dem Pferd und tat ihr Bestes, um ihn wieder gesund zu pflegen. Sie fütterte es mehrmals am Tag, bürstete es und striegelte es. Sie ging mit ihm auf die Felder, damit er in der Sonne herumlaufen konnte und warf sogar eine Decke über ihn und kuschelte sich an ihn, wenn es draußen kalt war. Teresa beschützte und liebte King, als wäre er ihr eigenes Kind. Während es anfangs nur eine enge Freundschaft war, entwickelte sich die Beziehung zwischen Teresa und King zu einer Beziehung bedingungsloser Liebe und Respekts. Als King heranwuchs, betrachtete er Teresa wie seine Mutter, die ihn im Wesentlichen von Geburt an aufgezogen hatte und dafür gesorgt hatte, dass er überlebte, als alle anderen dachten, dass er sterben würde. Teresa hatte tatsächlich ein Leben außerhalb der Arbeit. Sie lebte in einer kleinen Stadt, wo sie einige Freunde hatte, darunter auch ein paar Männer, die oft um ihre Zuneigung konkurrierten, weil sie so beschäftigt mit den Pferden war. Aber Teresa schien nie die Zeit für eine Beziehung zu haben. Als King wieder gesund gepflegt wurde, dachte sie, dass es jetzt vielleicht an der Zeit war, eine eigene Beziehung mit einem der Männer, die um ihre Zuneigung warben, zu beginnen. Der Mann, der um Teresas Liebe rang, hieß Thomas. Er war reich und extrem gut aussehend, aber er war sehr prätentiös und hatte keine Tiefe oder Charisma. Er versuchte, sie zu umwerben, indem er über sich selbst redete oder sein Geld verprasste. Obwohl sein gutes Aussehen nicht zu leugnen war, hatte Teresa ihm nie irgendein romantisches Interesse entgegengebracht und fand seine Persönlichkeit abweisend und unattraktiv. Andererseits war der andere Mann, der um Teresas Liebe rang, ein Mann namens Elia. Er war bescheiden, fleißig und auf einer Farm aufgewachsen und arbeitete, als Teresa ihn schon seit seiner Kindheit kannte. Aber ihm fehlte es an Selbstvertrauen und er dachte nie, er sei gut. Vielleicht war er so schüchtern wegen seines finanziellen und sozialen Status. Aber er fühlte sich Teresa gegenüber oft unwürdig. Dann kamen sich die beiden näher und verliebten sich ineinander. Jeder war glücklich und freute sich für sie, außer eine Person: Thomas. Thomas war wütend. Warum sollte Teresa sich für einen Stallburschen entscheiden, anstatt einen reichen und erfolgreichen Mann zu nehmen? Er war so wütend, dass er aktiv versuchte, sie zu trennen. Er flüsterte Lügen über Teresa in Elias Ohren und machte die Leistungen seines Rivalen vor ihr herab, um ihn schlecht aussehen zu lassen. Die beiden Turteltauben durchschauten seinen Plan und versicherten sich ihrer gegenseitigen Liebe und Hingabe. Dank Teresas unerschütterlicher Unterstützung wurde Elia selbstbewusster und offener, während sie endlich wusste, was es bedeutet, von einem fürsorglichen, selbstlosen Mann geliebt zu werden. Sie hätten nicht glücklicher sein können, aber ihre häusliche Glückseligkeit war schmerzhaft für Thomas und als sie bekannt gaben, dass sie heiraten wollten, verlor er einfach den Verstand. Dann nahmen die Dinge eine dramatische Wendung, als Thomas' Bösartigkeit auf ein neues Niveau sank. Eines Tages schmuggelte er eine seltsame Substanz in Teresas Essen, als sie alleine in einem Kaffee speiste und kurz zur Toilette ging. Thomas verließ den Tisch gerade, als Teresa ihr Essen verschlang, ohne zu wissen, dass es vergiftet war. Sie hatte ihn ein paar Tische weiter gesehen, hatte aber sorgfältig den Kopf in die andere Richtung gedreht, um seinem Blick zu entgehen.
Diese Respektlosigkeit hatte ihn nur noch mehr verärgert. Deshalb beschloss er, dass wenn er sie nicht haben konnte, dann niemand. Er hatte geplant, das Gegengift zu verabreichen und den Helden zu spielen, aber als er sah, wie Theresa mit einem Freund über ihre bevorstehende Hochzeit sprach, beschloss er, das Schicksal auf sie aufpassen zu lassen. Später an diesem Tag begann sie sich krank zu fühlen, aber sie schob ihre Krankheit auf das Wetter. Es war besonders kalt draußen, also hatte sie sich vielleicht etwas eingefangen. Aber später in der Nacht wurde sie ohnmächtig und Elia entdeckte sie, als er von der Arbeit nach Hause kam. Als er sie ins nahegelegene Krankenhaus brachte, war sie gelähmt und die Ärzte konnten keinen Puls bei Theresa feststellen. Die Technologie im Krankenhaus war rudimentär, da es sich nicht in einem reichen und wohlhabenden Teil Mexikos befand. Die Ärzte versuchten mehrere Dinge, aber es gab nichts, was sie tun konnten. Theresa wurde nur eine halbe Stunde, nachdem Elias sie durchs Krankenhaus getragen hatte, für tot erklärt. Am Boden zerstört ging Elia zu King, dem Pferd, das er oft mit Theresa besucht hatte. Er besuchte den Stall und weinte vor ihm, um ihre Emotionen loszuwerden. King sah Elia mit einer seltsamen Ernsthaftigkeit in seinen Augen an, als hätte er verstanden, dass Theresa nicht mehr zurückkommen würde und dass er sie nie wieder sehen würde. Elia hörte auf zu sprechen und King sackte zusammen. Es war wirklich ein dunkler Tag. Es kam der Tag von Theresas Beerdigung und viele Menschen nahmen an der Trauerfeier teil. Es war eine eng verbundene Gemeinde und jeder kannte Theresa, wenn nicht persönlich, so doch zumindest flüchtig. Aber es gab einen ungewöhnlichen Trauergast anwesend: King. Elia wusste, wie viel das Pferd für seine geliebte Verlobte bedeutete und er hielt es nur angemessen, ihn kommen zu lassen und sich zu verabschieden. Bevor der Gottesdienst begann und die Leute immer noch leise plauderten, ging das Pferd zu Theresas Sarg und beschnupperte ihn traurig. Aber dann tat es etwas, das niemand erwartet hatte. King bäumte sich auf seine Hinterbeine auf und landete mit den Vorderbeinen auf dem Holz, so als ob er versuchen würde, den Sarg zu besteigen oder mit Theresa in den Sarg zu steigen. Einige Leute schrien, während alle schockiert zusahen, wie King wiederholt mit seinem Hufen auf das Holz schlug, als ob er versuchte, etwas mitzuteilen, was niemand verstand. Plötzlich brach der Sarg auf. Das Gewicht des Pferdes war zu schwer für ihn gewesen, aber das ist nicht das Unglaublichste. Die Leute sahen, dass Theresa noch am Leben war. Sie sah sich verwirrt um. Sie konnte sich auch kaum bewegen und ihre Stimme war nur noch ein Flüstern. Aber sie war am Leben. Elias Herz machte einen Sprung, als er sah, dass seine Geliebte noch bei ihnen war. Aber es gab eine letzte schockierende Wendung in dieser Geschichte. Theresa hob langsam ihren Arm und zeigte in die Gemeinde und die Köpfe der Leute drehten sich auf Thomas, auf den sie deutete. Der Mann konnte seine Schuldgefühle nicht verbergen, als Theresa schwach erklärte, was sie stark vermutete. Sofort wurde die Polizei gerufen und Thomas wurde auf die Wache gebracht, wo er alles zugab. Es war nicht zu leugnen. Theresa umarmte Elia, bevor sie sich King, ihrem stolzen und mächtigen Pferd, zuwandte. Er hatte ihr das Leben gerettet. Theresa lächelte, als sie ihn streichelte. Pferde sind wirklich unglaubliche Tiere und sie hatte das Erstaunlichste von allen. Schau dir jetzt noch diese Geschichte von einer Katze an, die ein weinendes Baby im Wald fand. Was sie als nächstes tat, schockierte alle.